Hallo meine Freunde, auf vielfachen Wunsch machen wir heute ein Video zum Wechsel der vorderen Radlager am 944 S2. Die Radlager bekommt ihr zum Beispiel bei Sportwagenparts, die Adresse seht ihr unten. Bei Mike gibt es immer einen tollen Service. Um die Radlager zu wechseln, müsst ihr natürlich das Auto aufbogen und das Rad abnehmen. Theoretisch könnten die Dinger dranbleiben, aber wir haben ein bisschen mehr Platz auch für die Kamera. Also machen wir schnell die Luftleitbleche von den Bremsen weg. Und dann zieht er hier den Wandkontakt ab. Haben wir nachher ein bisschen mehr Freiheit, der Rest kann dranbleiben. Da unten die Bremsleitung aus der Halterung auch passiert. Dann klippst du hier das kleine Federchen für den Wandkontakt aus, der kann dann gerade so raus, könnt ihr dran lassen. Jetzt müssen wir hier die Federklammer aushängen. Nimmt eine Wasserpumpenzange, drückt sie zusammen und schon ist sie außen. Dann könnt ihr das hier ausfädeln. Passt da alles durch, das ist kein Problem. Ein bisschen Geduld kriegt ihr das durch. Dann drückt ihr die Belege vorsichtig ein bisschen zurück. Ihr seht, er muss dann Gümme zurücklegen. Hier war mein Spezialist mit der Zange dran. Das reicht schon, sie muss ja nur frei kommen. Und das gleiche an der Gegenseite. So, jetzt seht ihr, jetzt haben sich die Belege hier jeweils von der Scheibe gelöst. Der ist jetzt wieder ein bisschen nachgerutscht. Geben wir dem halt nochmal eine Nummer. Die Belege an sich bleiben im Sattel, da braucht ihr also nicht rummachen mit neuen Dämpfungsblechen und so weiter. Das bleibt alles am Platz, wird zusammen abgenommen. Dann müsst ihr die Schrauben des Bremssattels lösen. Die können natürlich manchmal ein bisschen fester sitzen. Eine habe ich. Und die obere natürlich auch. So, das war schon. Rest können wir mit der Ratsche machen. So, dann könnt ihr die Schrauben final rausdrehen. Die obere. So, jetzt natürlich nicht einfach so hängen lassen, sondern den können wir irgendwo hier einhängen, hier zum Beispiel, und dann hier ans Federbein. Und dann hängt die Bremse nicht in den Leitungen. Und so hängt er den hier oben am Federbein auf. Als nächstes müssen die zwei Senkschrauben hier aus der Bremsscheibe raus. Porsche verbaut natürlich gleich 2 Stück, damit die nicht runterfällt. Und da braucht auf jeden Fall einen Schlagschrauber dafür. Ohne habe ich es noch nie geschafft. Zweite. Danach gehen die Schräubchen ganz leicht raus. Irgendwie will sie nicht. Schon Weilchen drauf. Okay. Jetzt kann man natürlich wie ein Grobmotoriker mit dem Hammer draufschlagen, aber Porsche hat sich noch was Feineres ausgedacht. Hier gibt es 2 Gewinde, mit denen man die Scheibe ganz leicht abdrücken kann. So, hier dreht er 8er Schrauben rein. Ein bisschen kürzer geht natürlich, ich habe nur gerade nichts Kürzeres gefunden. Und dann dreht er die einfach ein bisschen rein, bis die Bremsscheibe kommt. Die Hilfsschrauben wieder entnehmen. Und dann geht es ganz ohne Hammer, wie bei anderen Autos. Dann könnt ihr die Scheibe so entnehmen. So, jetzt treibt er die Kappe runter. Nehmt von hinten den Durchschlag, immer schön reihum. Die guckt ganz langsam, ihr müsst halt immer nur Stück für Stück drehen. So, und irgendwann fliegt das Teil dann runter. Das Radlager hat nun hier
eine Klemmmutter und in der Klemmmutter steckt eine Imbusschraube. Um ranzukommen, gibt es auf einer Stellung hier einen Durchgriff und dann könnt ihr den Imbusschlüssel hier einsetzen. Dann müsst ihr die Imbusschraube ein bisschen aufdrehen. Rausdrehen braucht ihr sie nicht, nur lösen. Jetzt kommt die Klemmmutter lose und dann könnt ihr die Klemmmutter ausdrehen. So, das ist die Klemmmutter. Und jetzt kommt eigentlich das ganze Lager, die ganze Radnabe mit Lager raus. Unten dran kommt erst noch eine Druckscheibe. Aha, das war sie. Unter der Druckscheibe kommt das äußere Lager. Das sitzt mit der kleineren Seite nach innen. Kann die ganze Radnabe mit dem Innenlager und so weiter entnommen werden. Da können wir auch mal das Fett gleich abwischen. Dann seht ihr, hier hinten sitzt das innere Lager, da sitzt dann das Zwischenteil und hier sitzt das äußere Lager. Das Zeug müssen wir natürlich jetzt auch alles putzen. Da müsst ihr immer aufpassen, das sind die ABS-Sensoren, da sollte nicht allzu viel Dreck dran kommen. Um an das innere Lager zu kommen, muss der Simmering raus. Jetzt legt er hier was drunter, dass er nicht das ganze Aluminium verkratzt. Und dann versuchen wir den Simmering so reihum hochzuarbeiten. Ihr seht, so allmählich kommt der Ring raus und das war er ganz. Wenn der Ring mal draußen ist, könnt ihr das innere Lager auch entnehmen. Auch das steckt wieder mit der kleineren Seite nach innen. Wenn das Lager mal sauber ist, sieht die Geschichte folgendermaßen aus. Schauen wir uns die Sache mal an. In der Radnabe sitzen zwei äußere Lagerringe. Der hier und auf der Gegenseite nochmal. Und die müssen wir uns jetzt austreiben. Problem ist, eigentlich haben sie hier gar keine Fläche. Die Ringe werden eh neu gemacht, also können wir die ruhig mit dem Durchschlag raushauen. Ja, genau so hauen wir das dann nachher mit dem Durchschlag raus. Hier und hier. Wir beginnen mit dem kleineren, dann haben wir nachher im größeren mehr Platz. Um den inneren Lagerring jetzt auszutreiben, machen wir das Teil von außen her mit der Flamme heiß. Ich benutze jetzt die Flamme, weil ich ja speziell das äußere Teil heiß bekommen möchte. Wir machen so 120 bis 150 Grad. Das geht schön mit der Flamme hier unten außen rum. Nimmt er den Durchschlag und haut hier unten mal auf den Ring. Eine Seite, die andere Seite. Und dann kommt er ganz langsam raus. Wie gesagt, kaputt ist er sowieso, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und das war er. So, machen wir gleich mit der anderen Seite weiter. Ich lege das mal auf die Seite, wo wir nachher auch zum Einpressen nehmen. Setzen wir es gerade drauf, dann können wir schön klopfen. Das genau drauf. Auch hier machen wir erstmal an der Position des Rings heiß. Auch wieder die gleiche Nummer. Ein bisschen links, ein bisschen rechts und irgendwann wird er dann kommen. So, jetzt ist er schon fast draußen. Das war der Ring. Zum Einpressen dieser Lagerringe bräuchte man jetzt eigentlich eine hydraulische Presse und die entsprechenden Werkzeuge. Da ich die Werkzeuge nicht habe, habe ich mir gleich ein passendes Werkzeug ohne hydraulische Presse gemacht. Und zwar machen wir das mit einer einfachen Spindel. Ich habe hier mal eine 16 x 1,5er Spindel gedreht, mit der kommen wir auch auf 5 Tonnen Zugkraft. Dann habe ich das Werkzeug von Porsche so weit abgeändert, dass ich erstmal zylindrische Unterlagen gemacht habe. So, das ist jetzt die untere Unterlage. Die passt jetzt genau
so rein, 0 Spiel. Auf der Gegenseite für das andere Lager haben wir auch wieder eine zylindrische Unterlage. Und jetzt funktioniert es jeweils so, dass wir eine zylindrische Unterlagenscheibe hier auf die Spindel legen. Dann kommt das Radlager in der entsprechenden Position drauf. Jetzt sind wir bei der großen Hülse. Dann kommt die große Hülse immer mit dem engeren Teil nach innen. Dann kommt das entsprechende Passstück und die müssen jetzt genauso konisch sein wie die Hülsen. Seht ihr, die haben jetzt hier gerade ein paar Hundertstel weniger Durchmesser. Der passt hier rein, der Ring aber nicht. Das heißt, der wird einfach hier angesetzt und jetzt kann er mit dem konischen Stück und einer ganz normalen Mutter, also 16 x 1,5er Mutter, einfach eingepresst werden. Und die Gegenseite funktioniert entsprechend genau mit dem anderen Paar. Hier legen wir so rum drauf. Dann kommt der kleinere Ring, auch wieder mit der engeren Seite nach innen. Und auch hier wieder ein konisches Pressstück, das aber so sitzen muss, dass es nicht am Konus drückt, sondern hinten auf der Fläche. Und so rutscht das ganze Ding nachher zusammen. Um die Lagerringe, die ja fest sitzen, reinzubekommen, machen wir jetzt ein bisschen Physik. Und zwar erhitzen wir die Narbe auf 120 bis 150 Grad. So, ich mache diese Radnaben ungern mit der Flamme heiß jetzt. Wenn man einen Elektrobackofen nimmt, kann man die Temperatur definiert einstellen. Also ich mache mal so 130 bis 140 Grad und dann nehmen wir Umluft, weil das heizt am besten durch. Also Backe, Backe, Radnabe. Nach 10 Minuten ist das Lager gar, können wir den Backofen ausschalten. Und ab in die Werkstatt. Das Teil hier drauf. Und jetzt kommen die Teile, ich habe sie hier schon hingerichtet. Jetzt muss der innere Lagerring mit der engeren Seite hier angesetzt werden, sitzt gleichzentrisch. Dann kommt das Pressstück drauf und jetzt muss es ein bisschen schnell gehen. Dann wird es mit der Mutter, kann man das jetzt genüsslich anziehen. Und der Lagerring drückt sich dann rein. Hat jetzt die gleiche Wirkung wie eine hydraulische Presse. Das müsst ihr jetzt bis zum Anschlag einziehen. Jetzt stehen wir an, gut ist. Jetzt kann das Presswerkzeug wieder raus. Dann müssen wir umbauen für die andere Seite. Auf der Gegenseite die gleiche Nummer. Kommt erstmal der Ring rein, der hat so eine kleine Phase, das sitzt da an. Dann kommt wieder das Pressstück. Jetzt sind wir da ein bisschen zu kurz, müssen wir die Spindel ein bisschen hochdrehen. Dann kommt die Scheibe, Mutter und auch hier drehen wir das wieder auch genüsslich rein, bis er ansteht. Aha. Steht an, fertig mit der Nummer. Als nächstes kommt das Einsetzen des inneren großen Lagers. Das ist jetzt relativ ungefettet. Das heißt, wir müssen da erstmal Fett reinmachen. Wir machen das in der klassischen Methode. Fett in die Hand. Und jetzt müsst ihr das so schön in diese Rille da hinten. Hier hinten ist ein Absatz, da muss es auf jeden Fall rein. Immer so schön reinsetzen. Seht ihr? Setzt sich das gut da drin ab. Einmal außen rum. Insgesamt sollen 60 Gramm Fett in das Lager. Ich habe das mal ausgerechnet für euch, dass ihr nicht so viel Kopf rechnen müsst. Das sind ungefähr 6 Spielzeugwürfel. Auch die Gegenseite, aber dann was gut in die Nut rein, so dass es hier überall drin sitzt. Das ist wichtig, weil das Fett, wo außen drauf sitzt, das schmiert nicht, nur das, wo innen im Lager sitzt. Übrigens ist das Lithium
Mehrzweckfett. Also gar nichts Spezielles. Lithiumverseiftes Mehrzweckfett. Die engere Seite vom Konus sitzt nach innen, anders wird er gar nicht reingehen. Dann setzt er den hier auf. So, dann kommt noch ein bisschen Fett hinterher. Bei dem Simmering muss nachher die innere Lippe, die kommt jetzt hier aber gar nicht in Gebrauch, sondern, und die äußere könnt ihr auch ein bisschen ölen. Im Prinzip könnte man auch das Fett nehmen, nur dass er besser reinrutscht. So, dann könnt ihr den hier so ansetzen. Und jetzt nehme ich gerade wieder die untere Passscheibe und drücke mit der bündig ein. Jetzt schön mit der gegenüberliegenden Unterlagscheibe da reindrücken. Können wir auch die Mutter ein bisschen zur Hilfe nehmen, aber da braucht man dann gar nicht viel Kraft mehr. Und genau bis er ansteht. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht machen. So seht ihr, da ist jetzt genau Plan drin. Jetzt sind die Werkstattarbeiten soweit abgeschlossen. Jetzt können wir wieder zurück zum Fahrzeug. Die Achse müsst ihr natürlich gründlich reinigen. Ich habe das jetzt alles mal mit dem Zahnbürstchen ausgerieben. Bisschen neues Fett drauf. Aber nur ein bisschen, weil sonst rutscht der Simmering ja, der schiebt das wieder alles zusammen. Dann haben wir hier Tropfen Öl und den verreiben wir rundherum an dem Simmering, dass der schön reinrutscht mit der Lippe. Dann wird das Teil nur aufgesetzt. Irgendwo muss das dann rein. Das war schon. Anständige Ladung Fett hinterher schieben. Innen rein. Kommt das äußere Lager. Auch das ist komplett trocken. Also müssen wir die gleiche Nummer wie mit dem inneren Lager machen. Arbeite das Fett wieder schön hier in den Schlitz rein. Dann die Gegenkante. Außen setzt er jetzt anständig hier Fett drauf. Dann die Narbe andrücken. Das Lager wieder natürlich mit der engeren Seite innen. Hier aufgedrückt und jetzt ist es drin. Dann kommt die Druckscheibe wieder drauf. Die hat hier eine Nase und für die Nase gibt es hier eine entsprechende Aussparung. So, und dann darf die sich hier so ein bisschen hin und her eiern. Danach kommt die Mutter drauf, diese berühmte Klemmmutter. Die setzt er jetzt langsam wieder an, dreht sie drauf. Und jetzt kommt das Problem, dieses Lager einzustellen. Bis jetzt hatte ich noch keinen Kontakt. Jetzt komme ich allmählich auf Kontakt. Im Schlitz einen Schraubenzieher ansetzen und während dass ihr das Lager jetzt dreht, zieht er die Mutter langsam fester. Aha. Jetzt fängt das Lager an hart zu gehen und genau auf dieser Stellung müssen wir mal schauen, ob die Druckscheibe kommt. Jetzt lässt er sich noch sehr leicht drücken. Ein bisschen mehr macht er noch zu, so dass sich diese Scheibe gerade so, sagen wir mal, drücken oder nicht mehr drücken lässt. Also ungefähr so. Und in der Stellung wird das Radlager festgemacht. Schaut mal, ja, so sitzt auch gut. In der richtigen Lage zieht er die Klemmschraube mit 13 Newtonmeter, so ein bisschen mehr, da steht 13 plus 3 an und das Lager ist fertig. Bevor wir die Fettkappe drauf machen, machen wir da nochmal eine schöne Ladung Fett rein. Nochmal abwischen und dann kann die Fettkappe rein. Die treibt jetzt mit dem Gummihammer ein. Ein paar leichte Schläge. Immer so, dass er von allen Seiten kommt. Zum Glück ist das Teil nicht so dünn wie bei Volkswagen. Dann könnt ihr die Bremsscheibe wieder aufsetzen. Müsst ein bisschen aufpassen. Ihr seht ja, wo die Abdrücke von den Löchern sind und die Löcher für die Senkschrauben. Also die geht nicht in jeder Position. Dann kommen die zwei kleinen Schräubchen hier wieder rein. Und das Schräubchen von der anderen Seite. Aha, allein das setzt schon.
Wenn die Scheibe drauf ist, können wir auch den Sattel wieder montieren. Einfach draufstellen, aber hinten rein. Eine drin habt, fällt da schon nicht runter. Die 2 Schrauben zieht ihr erstmal mit der Hand an. Die obere kommt man wie immer sehr gut bei. Wir kriegen 85 Newtonmeter für die erste und 85. Der kommt auch wieder auf seine Halterung. Dann haben wir den schon mal. Dann steckt er die Verschleißanzeige wieder gut da rein. Die muss ganz drin sein, sonst geht der Deckel nicht so. So, wenn sie ganz drin ist, der Kontakt kommt hier unter die Kappenabdeckung vom Entlüftungsnippel. Da kommt er einmal hin und das zweite Mal kommt er hier rein. Sensor kommt hier rein, da runter. Und so hängt er das dann mit der Zange ein. Da schiebt er da unten in die Schiene, wird er hier eingeklipst und gut ist. So, die Bremse ist jetzt wieder funktionsfähig. Radlager auch. Wir sind am Ende unserer Reparatur. Da wir jede Menge mit den fettigen Fingern dran waren, müssen wir das Ding natürlich jetzt erstmal gründlich reinigen. Also Bremsenreiniger schadet nach so einer Reparatur nie. Natürlich auch die Innenseite. So, jetzt könnt ihr hier noch ein bisschen Paste auf die Auflageflächen machen. Keramikpaste aber. Das Leitblech an der Bremse montieren wir natürlich auch wieder. Es hat 2 Schräubchen, eine hier und eine hier oben. Und jetzt schaufelt es schön Luft auf die Bremsen. Jetzt kommt noch das Rädchen drauf, abbogen, festschrauben, das wisst ihr ja alles. Und ich, armer Tropf, muss noch die andere Seite machen. Da dürft ihr aber nicht zuschauen, das mache ich jetzt dann alleine. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.